Willkommen, folgen Sie mir als Samsung A27 und heute zeige ich Ihnen, wie Sie dieses Gerät über die Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen können. Bevor ich mit dem eigentlichen Zurücksetzen beginne, möchte ich kurz ein paar Dinge erwähnen und Ihnen einige Hinweise geben. Denn das Zurücksetzen Ihres Geräts entfernt alle Daten von Ihrem Telefon. Wenn Sie darauf etwas gespeichert haben, das Sie behalten möchten, ist es am besten, ein Backup zu erstellen. Ich zeige Ihnen nun, wie Sie Ihr Gerät mit zwei verschiedenen Methoden sichern können, die wir auf jedem Samsung- oder Android-Telefon nutzen können. Die erste Methode ist wahrscheinlich die einfachste, nämlich das Google Backup. Dafür müssen Sie lediglich in die Einstellungen navigieren. Ich werde ganz nach unten navigieren. Ich glaube, es ist unter Allgemeine Verwaltung, aber ich bin mir nicht sicher. Lassen Sie uns kurz nachsehen. Nein, oder? Nein. Ich versuche herauszufinden, wo zum Teufel das Google Backup ist. Ich werde einfach danach suchen. Okay, es ist also unter Konten und Sicherung. Nun, ich weiß nicht, wie ich das übersehen konnte, aber da haben wir es. Sie können darauf klicken und Daten sichern, warten Sie einen Moment. Und hier, wenn Sie sich bei einem Google-Konto anmelden, werden Ihnen tatsächlich einige Informationen angezeigt. Ich kann also jetzt auswählen, ob ich es sichern möchte oder einfach die Meldung bestätigen, die dort angezeigt wurde. Aber ich kann jetzt deutlich sehen, dass nichts gesichert wird, weder die Fotos oder Videos noch die anderen Gerätedaten. Sie können nun auf jeden einzelnen Punkt klicken und ihn im Grunde sichern, indem Sie ihn aktivieren und die Sicherung durchführen. Aber ich möchte kurz über die Nachteile von Google Backup sprechen. Wenn es also um Fotos und Videos geht, die vielleicht zu den wichtigeren Daten gehören, die man sichern möchte, und die ausschließlich auf Ihrem Telefon vorhanden sind. Wahrscheinlich, da es sich um Fotos handeln könnte, die Sie nur mit diesem Telefon aufgenommen haben und die nirgendwo anders zu sehen sind, richtig? Wenn Sie also diese Art von Daten sichern, würden Sie standardmäßig potenziell nur bis zu 15 GB davon sichern. 15 GB ist das, was Google Ihnen kostenlos als Speicherplatz für Ihr Google-Konto zur Verfügung stellt. Für alles, was darüber hinausgeht, müssen Sie ein monatliches Abonnement bezahlen. Angenommen, Sie bezahlen nicht dafür, bedeutet das, dass Sie auf 15 GB beschränkt sind. Alles, was über diese 15 GB hinausgeht, verbleibt auf dem Gerät und nur bis zu 15 GB werden gesichert. Kommen wir nun zu anderen Gerätedaten. Dort steht, dass Dinge wie Kontakte, Anruflisten, Geräteeinstellungen, Apps, Appdaten sowie SMS- und MMS-Nachrichten gesichert werden. Nun, das ist größtenteils Unsinn. Ich meine, diese ganze Seite ist ehrlich gesagt völliger Quatsch, da Dinge wie zum Beispiel Appdaten oder die Anwendungen selbst gar nicht gesichert werden. Das Einzige, was Google tatsächlich auf seinen Servern sichert, sind Dinge, die einzigartig für dich sind. Einzigartig in einer Weise, dass sie monetarisieren und verkaufen können, denn das ist es, was sie wirklich interessiert. Und außerdem stehlen sie, wenn man zum Beispiel an Kontakte denkt. Ich glaube, Sie müssten die Leute, denen der Kontakt gehört, um Erlaubnis fragen, um tatsächlich darauf zugreifen zu dürfen. Aber sie benutzen dich als Handlanger. Der Kontakt ist sicher auf deinem Gerät. Es ist so gut, als ob jemand anderes eine Zustimmung gibt. Cool. Ich meine, es ist, als ob du eine zufällige Person auf der Straße hast und weißt du, Google kommt einfach an, fragt einfach einen anderen zufälligen Passanten, hey, darf ich dieses Mädchen entführen? Ja? Oh, cool. Ich schätze, ich brauche Ihre Zustimmung nicht, oder? Also, das ist im Grunde die Art von idiotischer Logik, die Google hier anwendet. Wenn es nun um Apps und App-Daten geht, wie ich schon sagte, werden diese überhaupt nicht gesichert. Und obwohl es dir hier anzeigt, dass es gesichert wird, besteht die Idee eines Backups darin, eine Kopie der Daten zu erstellen, die sich auf deinem Telefon befinden. Wenn es sich um eine Anwendung handelt, dann sollten die Anwendungsdaten, also die gesamte verdammte Anwendung, irgendwo außerhalb deines Telefons gespeichert werden. Da das Backup auf deinem Gerät durchgeführt wird, also die Sicherung deiner Daten. Aber die Art und Weise, wie das hier funktioniert, ist, dass Google sich quasi nur einen kleinen Notizzettel nimmt, den Namen der Anwendung aufschreibt, die du auf deinem Telefon hast, und sie dann einfach komplett löscht.
Wenn es dann an die Wiederherstellung geht, greift es einfach auf diesen Notizzettel zurück und sagt einfach, oh, okay, cool, du möchtest, dass ich es wiederherstelle. Sagen wir Facebook. Okay, cool. Dann laden wir es einfach aus dem Play Store herunter. Jetzt möchtest du, dass ich es wiederherstelle? Benutze Emulator. Benutzer. Diese Anwendung existiert nicht mehr im Play Store. Nun, ich schätze, das werde ich nicht wiederherstellen. Und das ist eines der Probleme. Anwendungen, die im Play Store waren, aber nicht mehr dort sind, bekommst du nicht zurück, wenn du dich entscheidest, sie auf diese beschissene Art zu sichern. Google sichert Anwendungen auf eine Art und Weise, die im Grunde gar keine Sicherung ist. Solange es also auf den Google-Servern liegt, wird es neu heruntergeladen. Das wäre eine treffendere Beschreibung. Aber wenn eine solche Anwendung, ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund gesperrt wurde und aus dem Play Store gelöscht werden musste, lädst du nichts herunter, das dort nicht mehr existiert. Sei dir dessen also bewusst. Und da es sich hier um ein Samsung handelt, haben wir tatsächlich einen besseren Weg, das anzugehen. Und zwar, indem wir das hier schließen und niemals wirklich ein Google-Backup durchführen. Denn, seien wir ehrlich, Google interessiert sich nur für deine persönlichen Daten und sonst eigentlich für nichts. Also warum solltest du das in Wirklichkeit überhaupt nutzen wollen? Also gehen wir auf die zweite Seite, glaube ich. Richtig, lass mich kurz danach suchen. Öffnen wir also unsere App-Schublade und hier, wo steht Google, Samsung, mein Fehler. Du wirst eine Anwendung namens Smart Switch finden. Lass uns fortfahren zulassen, es könnten eine Reihe von Fenstern auftauchen, die man bestätigen muss. Aber im Grunde genommen ermöglicht dir diese Anwendung, Daten von einem Telefon auf ein anderes zu übertragen. In diesem Fall ermöglicht es dir, auf ein anderes zu migrieren. Samsung, wenn du Smart Switch benutzt. Diese Anwendungen, speziell zum Beispiel Smart Switch, werden verwendet, um dir dabei zu helfen, Daten von anderen Telefonmarken auf Samsung zu übertragen und auch zwischen Samsung-Geräten. Wenn du, wie ich schon sagte, ein anderes Gerät hast. Nehmen wir an, du hast ein neues Telefon, ein Xiaomi, und du versuchst, Daten auf dieses Xiaomi-Gerät zu übertragen. Du wirst nicht Smart Switch verwenden, sondern immer die Anwendung des Telefons, auf das du gerade die Daten überträgst oder auf das du die Daten übertragen möchtest. Wenn es also ein Xiaomi ist, müsstest du in diesem Fall die Xiaomi-Version einer solchen Anwendung verwenden, die MyMover heißt, und in diesem Fall musst du MyMover herunterladen. Auf einem Samsung-Gerät, falls dies dein altes ist, wenn du jetzt dein Gerät sichern möchtest, könntest du immer noch dein altes Telefon nehmen. Egal welche Marke es ist, wenn es Samsung ist, öffne einfach Smart Switch. Wenn es eine andere Marke ist, schau nach, welche ähnliche Anwendung diese Marke verwendet. Lade diese Anwendung auf dieses Telefon herunter und verbinde die beiden Geräte miteinander. Und von dort aus kannst du im Grunde alle Daten migrieren, unabhängig davon, wie viele es sind. Unabhängig davon, ob diese Anwendung zum Beispiel im Play Store existiert oder nicht. Du kannst sie einfach verschieben, da die Anwendungsinformationen, die sich auf diesem Telefon befinden, physisch auf ein anderes übertragen werden. Es wird keine Internetverbindung benötigt, es wird ein Hotspot zwischen diesen beiden Telefonen erstellt, um diesen Prozess zu beschleunigen, und es funktioniert einwandfrei. Es ist wirklich gut, daher empfehle ich, das zu tun. Nur als kleiner Hinweis. Nicht jede Telefonmarke hat eine eigene Anwendung, mit der du Daten migrieren kannst. Und denk daran, dass du immer die Anwendung des Telefons verwenden musst, auf das du die Daten überträgst. Wenn du also ein altes Telefon hast, auf das du Daten nur als Backup migrierst, dann migrierst du einfach mit der Anwendung des anderen Geräts auf dieses, und wenn du es dann zurück verschieben willst, müsstest du Smart Switch auf dem anderen Gerät verwenden. Denn dann verschiebst du die Daten wieder auf dieses Telefon. Wie dem auch sei, das sollte dir hoffentlich helfen, das zu verstehen, und ich empfehle diesen Weg, auch wenn er etwas komplizierter ist und mehr Schritte erfordert. Es wird viel besser für deine Daten sein, wie viele Daten übertragen werden. Es ist einfach unbestreitbar unendlich viel besser als das, was Google jetzt anbietet. Nachdem das geklärt ist, öffnen wir wieder unsere Einstellungen. Und diesmal navigieren wir einfach hier zur allgemeinen Verwaltung. Und wir wählen Zurücksetzen aus. Und wir wählen ganz unten auf Werkseinstellungen Zurücksetzen aus. Gib dem Ganzen einen Moment, es lädt die Daten, die entfernt werden, also informiert es dich über alles, was von hier gelöscht wird. Es gibt einige Dinge, wie zum Beispiel deine Konten, keine Sorge, die Konten selbst werden nicht gelöscht, sie werden nur von diesem Telefon entfernt, aber du kannst dich auf jedem anderen Gerät wieder bei ihnen anmelden oder sogar auf diesem hier, nachdem das Zurücksetzen abgeschlossen ist. Die Google-Konten oder Samsung-Konten oder welche Konten auch immer bleiben also aktiv, du musst dich nur wieder bei ihnen anmelden. Sie werden ohnehin nur von diesem Telefon entfernt.
Und hier kannst du auch sehen, sichere System- und Update-Einstellungen, Apps, Musik, Fotos und Benutzerdaten. Scrolle danach einfach nach unten und wähle Zurücksetzen. Falls eine Bildschirmsperre aktiv ist, musst du diese bestätigen. Und darüber hinaus, bei der Dummheit von Samsung, musst du wie alle Daten löschen, du musst das tun. Abbrechen. Oh, warte, ernsthaft? Okay, also normalerweise gibst du einfach hier das Passwort ein. Aber es sieht so aus, als müsste ich das bei einer Nummer machen, von der ich keine Ahnung habe, welche Nummer das sein soll. Mal sehen, wenn ich das mache. Ich schätze, ich kann das Passwort eingeben. Also weißt du, ich werde nachsehen, was das Passwort hier ist, weil ich mich ehrlich gesagt nicht erinnere. Okay, versuchen wir das. Also werde ich versuchen, mich da abzumelden, hoffentlich erfolgreich. Okay, mal sehen, wird das funktionieren? Nein. Okay. Aber nein, das nicht. Oh, um Himmels Willen. Oh, ich glaube, ich muss mir das Ganze noch einmal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen, bevor ich mich hier wirklich festlegen kann, denn das ist alles doch etwas komplizierter, als es auf den ersten Blick vielleicht scheint. Ich habe es. Ja, habe ich, okay. Sobald du es also hast, wird das Gerät neu gestartet, das Zurücksetzen wird fortgesetzt und wenn das abgeschlossen ist, wird uns der Android-Einrichtungsbildschirm angezeigt. Also ich lasse es jetzt zurücksetzen. Dieses Telefon, das wird ungefähr, ich würde sagen, wahrscheinlich 3 bis vielleicht sogar 4 Minuten dauern. Das ist ein relativ langsames Gerät. Wie dem auch sei, ich lasse das in Echtzeit laufen, damit ihr sehen könnt, wie lange es dauert und ich komme zurück, sobald es fertig ist. Und wie ihr sehen könnt, ist der Vorgang jetzt abgeschlossen und ihr könnt euer Gerät so einrichten, wie ihr möchtet. Wenn ihr das also sehr hilfreich fandet, vergesst nicht auf Gefällt mir zu klicken, zu abonnieren und danke fürs Zuschauen.